Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen bei BOGE. Wir freuen uns, dass Sie unserer Einladung so zahlreich gefolgt sind. Sicherlich sind Sie sehr gespannt auf das, was wir Ihnen heute präsentieren werden. Und Sie haben auch berechtigten Grund, sehr gespannt zu sein. Wir präsentieren Ihnen hier in 30 Minuten ein richtig tolles, spannendes Produkt. Und wir sind davon überzeugt, dass dieses Produkt die Druckluftwelt nachhaltig verändern wird. Und gut, dass Sie heute hier sind, dann können Sie Ihren Enkeln mal erzählen, ich war dabei. Zu den handelnden Personen. Wir haben hier Thorsten Mehr, zu meiner Rechten, Geschäftsführer Kompressoren, Peter Bold, links daneben, Leiter Forschung und Entwicklung, und Lutz Knucke, Produktmanager HST. Vorhang auf, Herr Meier, Ihnen gehört die Bühne. Danke, Herr Eichler. Ja, genau. Herzlich willkommen an Sie, auch im Namen der BOGE Geschäftsleitung. Sie sehen heute richtig gut gelaunte Geschäftsführer eines hochmotivierten BOGE-Teams. Und das hat auch einen guten Grund. Sie wissen sicherlich, dass wir seit gut 90 Jahren mittlerweile Kompressoren bauen. Sie sehen einen Messestand voll mit neuen Produkten. Wir haben in allen Bereichen, in denen wir immer schon unterwegs waren, bei den Kolbenkompressoren neue Produkte, im Bereich der Schraubenkompressoren neue Produkte. Wir haben mit den Kompressoren eine neue Technologie dabei. Wir haben Produkte auf dem Stand, die das, was heute unter Industrie 4.0 beschrieben wird, im besten Maße beschreiben. Aber wir haben auch noch ein bisschen mehr als das. Sie wissen ja, wenn man irgendetwas richtig mit Freude macht und mit Motivation macht, dann macht man es auch richtig gut. Wir hatten vor 4-5 Jahren die Idee, das Thema Kompressoren und all die Trends, die im Markt sind, nochmal völlig neu zu denken. Wir haben uns überlegt, wie dieses Thema Ölfreiheit, wie das Thema Hocheffizienz, wie das Thema Industrie 4.0, all diese großen Themen, wie wir das in ein Produkt reinkriegen. Und zwar in eines, was neu ist, was wirklich anders ist als das, was wir auf dem Markt sehen. Und ich bin der festen Überzeugung, das ist uns gelungen, dieses Produkt auch tatsächlich so herzustellen. Es basiert auf etwas, was so klein ist, dass ich das in meiner Anzugtasche mit mir rumtragen kann. Das ist es. Damit erzeugen wir heute Druckluft, ein kleiner Impeller, Titan, ganz besonderes Material. Und das ganze Prinzip und das, was wir geschaffen haben, das Produkt, was wir jetzt herstellen, ist so einfach zu erklären, dass selbst ich als Nicht-Ingenieur es könnte, aber ich erspare Ihnen das. Lassen die Fachleute ran. Herr Bold als Leiter unserer Entwicklung steht Ihnen zur Verfügung und wird näher darauf eingehen. Viel Spaß damit. Ja, vielen Dank, Herr Meier. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Ich darf Ihnen jetzt so die wesentlichen Merkmale dieser neuen Technologie, dieser brandneuen Technologie kurz vorstellen und auch eine Einordnung dieser Technologie in den Markt. Also wie wir den Markt in der Zukunft sehen, kann ich vielleicht sagen. Oil-Free Class 0. Diesen Slogan, diesen Begriff werden Sie in dieser Halle nicht nur einmal sehen, nicht nur bei uns, das gibt es bereits seit einigen Jahren. Warum bemühen wir dieses Thema noch einmal? Warum bringen wir eine neue Technologie auf den Markt, die zunächst auch einmal nicht nach mehr klingt als Oil-Free Class 0? Ganz einfach. Das hier ist das einzig wahre Oil-Free Class 0, denn in dieser Maschine ist kein einziger Tropfen Öl. Wir heben nicht nur den Anspruch, ölfreie Druckluft irgendwie aus der Maschine herauszuleiten, sondern wir brauchen keine Tropfen Öl in der gesamten Anlage. Das ist das Besondere an dieser Technologie. Aber es ist nicht das Einzige. Herr Meier hat es erwähnt, wir haben das Thema neu gedacht. Grüne Wiese. Wie würden wir heute einen Kompressor entwickeln? Und haben uns bei diesen Gedankengängen auf das Wesentliche konzentriert. Nach dem Motto, wir lassen alles weg, was überflüssig ist. Was braucht man, um Druckluft zu erzeugen? Man braucht eine Technologie, die aus Umgebungsluft Druck macht. Stand der Technik ist, Turbotechnologie ist die effizienteste Art. Aber wir wollten diese Technologie auch für einen Markt erschließen, der nicht nur den großen
Unternehmen vorbehalten ist, sondern auch kleinen und mittelständischen Unternehmen die Möglichkeit bietet, diese hocheffiziente Technologie zu verwenden. Und dann haben wir Schritt für Schritt in dieser Kette jedes Bauteil, was benötigt wird, auf seinen Einsatzzweck optimiert. Jedes Bauteil macht nur das, was es unbedingt machen muss, um am Ende ein perfektes Produkt zu produzieren. Wir haben die Turbotechnologie, aber um für einen kleinen Leistungsbereich Turbotechnologie zur Verfügung zu stellen, brauchen wir einen Motor, der sehr, sehr schnell dreht. Also, weil es diesen Motor am Markt nicht gab, mussten wir ihn entwickeln. Dieser Motor braucht eine hocheffiziente Lagerung, also die Welle muss gelagert werden. Das ist mit konventionellen Lagern nicht möglich. Das haben wir getan. Wir haben Luftlager eingesetzt, die uns Drehzahlen von bis zu 120.000 Umdrehungen pro Sekunde ermöglichen. 2.000 Umdrehungen pro Sekunde. Weiter ging es dann mit der Leistungselektronik, denn ich muss diesen Motor auch irgendwie ansteuern. Ich muss in der Lage zu sein, diese Drehzahlen auch irgendwie zu treiben. Und last but not least haben wir es hier mit einem komplexen steuerungstechnischen Gerät zu tun. Wir haben zwei Motoren, die miteinander verbunden werden müssen, die virtuell synchronisiert werden müssen, und das machen wir mit Steuerungstechnik, die es auch so am Markt nicht gibt. Konzentriert auf das Wesentliche, jedes Produkt für seinen Einsatzzweck abgestimmt. Wir sagen, wir haben Highspeed neu definiert. Die vielleicht effizienteste Art, Druckluft zu erzeugen, aber definitiv die intelligenteste. Warum? Es kommt heraus ein Highspeed-Turbo. Einige mögen jetzt denken, es gibt doch bereits andere Technologien. Ja, und Sie werden auf unserem Stand auch nach wie vor, nicht nur dieses Jahr, auch in 2 Jahren noch, konventionelle ölgeschmierte Schrauben sehen. Sie werden andere ölfreie Technologien sehen. Aber wir sind doch der festen Überzeugung, dass wir mit dieser Technologie ein großes Stück von dem großen Kuchen der Druckluftindustrie abbekommen werden, weil diese Technologie uns ermöglicht, den Kunden das zu geben, was er braucht. Druckluft bei höchster Effizienz. Und da Lebenszykluskosten immer wichtiger werden und wir mit dieser Technologie bis zu 30% an Energiekosten, an Lebenszykluskosten einsparen können, sind wir überzeugt, dass wir mit dieser Technologie ganz weit vorne sind und unsere Kunden zufriedenstellen werden können. Im weiteren Verlauf wird Herr Knoke Ihnen noch ein paar Key Features etwas mehr im Detail vorstellen. Ich freue mich, dass er uns das jetzt vorträgt. Dankeschön, vielen Dank. Ich möchte jetzt die Technik ein wenig näher bringen. Seit mehr als 20 Jahren beschäftigt sich die Firma BOGE mit den wesentlichen Themen in der Drucklufttechnik. Das ist höchste Energieeffizienz, das ist modernste Steuerung, die auch das beinhalten, was wir heute als Industrie 4.0 kennen. Und natürlich auch ölfreie Lufttechnik. Wir sind es genau wir, die angetreten sind, um diese ölfreien Kompressoren neu zu definieren und neu zu gehen. Dazu muss man natürlich konventionelle Lösungen hinter sich lassen. Wir haben uns gefragt, warum haben ölfreie und verdichtende Kompressoren überhaupt ein Ölsystem? Warum beinhalten sie Öl? Was wäre, wenn wir das Öl nicht weglassen könnten? Wenn wir den Kompressor hätten völlig ohne Öl. Gut, Öl wird in der Regel gebraucht für die Lagertechnik und für Getriebe. Also, was haben wir getan im ersten Schritt? Wir haben das Getriebe weggelassen. Stattdessen setzen wir permanent Magnetmotoren ein, die hohen Drehzahlanforderungen bis zu 120.000 Umdrehungen, wie wir gehört haben, erfüllen. Aber auch bei den Lagern müssen wir natürlich einen neuen Weg gehen, denn konventionelle ölbehaftete Lager sind für unsere Anwendungsfälle ohnehin nicht mehr einsetzbar. Also berufen wir uns auf das, was wir am besten können, das ist Luft, setzen Luftlager. Luftlager passen sich ideal in unsere Lösung ein. Luftlager sind für unseren Zweck von der Drehzahl her unbegrenzt. Sie benötigen minimalsten Bauraum und
sie kommen völlig ohne Elektronik aus, sie kommen völlig ohne Hilfsenergien aus. Das Einzige, was sie benötigen, ist Luft. Und das ist eben, diese Luftlager sind einzigartig in der Kompressortechnik. Das gibt es nur bei uns, das gibt es nur bei BOGE. Diese mit den Luftlagern ohne Getriebe hat uns dazu gebracht, dass wir nun Kompressoren haben, die wirklich ohne einen Tropfen Öl auskommen. Und das ist natürlich die Grundvoraussetzung für den Anspruch, dass wir Kompressoren bauen, die die hohen Luftqualität der Klasse 0 auch wirklich erfüllen. Nun, wir mussten uns natürlich auch darüber Gedanken machen, wie realisiert man so etwas. Wir haben Unterlieferanten natürlich angesprochen und viele von denen, die meisten von denen haben uns gesagt, liebe BOGE-Leute, das ist nicht möglich, das können wir euch nicht liefern. Also war die logische Konsequenz für uns, wir müssen das selber machen. Und die Resultate sind wirklich beeindruckend. Wir haben nun Bauteile wie Motoren, Umrichter, Verdichter, Steuerungen, die von uns entwickelt worden sind, die auch von uns gebaut werden. Bauteile, die für ihren Anwendungszweck optimiert sind, Bauteile, die optimal zusammenwirken, perfekt aufeinander abgestimmt sind und natürlich alles gebaut nach der höchsten BOGE-Qualität, so wie Sie es kennen. Aber das eigentlich, jetzt ist was passiert. Das eigentlich Sensationelle daran ist, dass diese Motorverdichtereinheiten so kompakt sind. Ich habe Ihnen mal was mitgebracht. Hier sehen Sie eine Einheit Leistung von 18,5 kW. Übliche Motoren dieser Grundführpflicht 500 Watt. Dieser Motor hat 18,5 kW. Sie sehen aber nicht nur einen Motor, Sie sehen auch gleich den Verdichter dazu. Sensationell klein, sensationell kompakt, höchste Energiedichte auf kleinstem Raum. Diese Einheit ist übrigens die dritte Stufe unseres kleinsten HST-Turbokompressors, dem HST 55. Und dieser HST 55 ist ein weiteres Novum. Das gibt es auch nicht sonst auf dem Markt. Die HST 55 ist mit 55 kW der kleinste Turbokompressor in dieser Leistungsklasse auf dem gesamten Markt. Sowas finden Sie nirgendwo außer bei BOGE. Diese sensationelle Kompaktheit und die Reduzierung der Anzahl der Bauteile zieht sich bei uns durch die gesamte Maschinenkonzept wieder. Deswegen haben wir noch einige Highlights, die daraus resultieren und sich daraus ableiten lassen. Die Maschinen sind sensationell klein. Wir haben 50% Platzersparnis mit diesen Maschinen gegenüber konventionellen, ölfreien Schraubenkompressoren. So fügen sich die Maschinen praktisch in jeden Kompressorraum ohne Probleme ein. Aber die Maschinen sind nicht nur klein, sie sind auch leicht. Wir haben eine Gewichtsersparnis von 2 Drittel. Das heißt, die Maschine wiegt nur noch 1 Drittel einer ölfrei verdichteten Schraubenkompressor. Zusammen mit der Größe sind die Maschinen so flexibel und lassen sich überall einbringen, auch unter schwierigsten Bedingungen. Die Maschinen sind aber nicht nur klein, sind auch nicht nur leicht, sondern sind auch extrem leise. Wir erreichen Schaltpegel von unter bis zu 63 dBA. 63 dBA ist so wenig, dass selbst wenn wir die Maschine hier stehen hätten, unter Volllast laufen lassen würden, Sie könnten immer noch ganz bequem uns zuhören und alles verstehen.
Aber das Allerwichtigste ist natürlich, das soll am Ende kommen, die Kosten. Man könnte natürlich jetzt denken, naja, hoher technologischer Fortschritt, Innovation, das kostet eigentlich immer eine Menge Geld. Genau das Gegenteil ist hier der Fall. Mit diesen Maschinen können Sie richtig Geld sparen, mit diesen Maschinen können Sie richtig Kosten sparen. Wenn wir uns das genauer anschauen, bei den Total Cost of Ownership, also die Gesamtkosten, sparen Sie in jedem Punkt. Energiekostenersparnis durch geringsten Energieverbrauch, und das nicht nur bei Volllast und Teillast, sondern auch bei den Leerlauf. Wir haben Leerlaufleistung von nur noch 1,9%. Servicekostenersparnis durch geringere Wartung, durch die Reduzierung der Anzahl der Bauteile und durch den intelligenten Aufbau dieses kompakten Systems. Und das gewährt uns auch, diese Maschinen zu einem sehr attraktiven Preis anbieten zu können. Also auch beim Anschaffungspreis sparen Sie. Das bringt Sie letztendlich auf eine Gesamtkostenersparnis bis zu 30% pro Jahr. Ich bin nun schon seit vielen Jahren bei BOGE und ich habe auch schon viele Neuerungen und viele Innovationen gesehen bei BOGE. Aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, so wie dieses Mal, wie auf dieser Messe, sowas habe ich noch nicht erlebt bei BOGE. Mit diesen 3 Maschinen, die wir vorstellen, haben wir eine Tür aufgestoßen, haben wir eine Vision, die wir hatten, realisiert. Und ich kann Ihnen sagen, da steckt noch so viel drin, da wird noch viel zu sehen sein. Und ein wenig davon haben wir Ihnen aber schon mitgebracht und genau das wird Ihnen der Herr Bold jetzt zeigen. Rettet Sie mir. Ja, vielen Dank, Lutz, für die beeindruckenden Fakten. Ich will mal zu sagen, ein Produkt ist immer nur ein Schnappschuss, ein aktueller Stand der Entwicklung. Wir haben Ihnen hier 3 Produkte vorgestellt, 220 kW für hohe Bedarfe, 110 für mittlere und 55 für kleine Druckluftbedarfe. Das ist ein Bereich, der bisher mit dieser Technologie nicht erschlossen war. Aber mit unserem Optimus, den Sie dort hinten an der Ecke sehen und hoffentlich auch gleich hören werden, wenn Sie dabei bleiben, zeigen wir, was wir vorhaben und wie viel Potenzial eigentlich noch in dieser Technologie steckt. Wir haben dort einen Kompressor, der in der Effizienz noch weiter verbessert wurde. Dieser Kompressor ist noch kompakter als das, was Herr Kloche eben schon erzählt hat. Er ist noch leiser, er ist noch leichter. Wir verwenden dort Aluminiumwerkstoffe, um das Gewicht des Gesamtkompressors noch weiter zu verringern. Und so werden noch viele Kompressoren folgen. Das, was Sie jetzt hier in dem Optimus sehen, ist eine Technologiestudie, ein Technologieträger, der möglicherweise in 2 Jahren schon wieder in Serie sein wird. Wir haben auch zum Leitthema Industrie 4.0 unsere Hausaufgaben gemacht. Die Steuerung ist A, noch intuitiver als die bisherigen Seriensteuerungen, die wir haben. Wir haben dort Touch-Displays mit, Gestenbedienung und das zu bezahlbaren Preisen. Wir ermöglichen Monitoring und Steuerung des Kompressors über Mobile Devices. Wir werden es gleich demonstrieren. Mit diesem Gerät werde ich den Kompressor gleich starten können, sodass in diesem Kompressor jede Menge Features von morgen drin sind, ja, die wir in 2 Jahren sicherlich in den anderen Produkten, die wir als Serienprodukte vorstellen, das eine oder andere wiederfinden werden. Ich wäre damit fertig, Herr Eichler. Haben Sie noch was zu sagen? Eine Kleinigkeit hätte ich noch. Vielen Dank, Herr Bold. Ja, das waren jetzt eine ganze Reihe von Fakten und wir haben auch nochmal ein Medium vorbereitet, das das jetzt mal ganz gut zusammenfasst. Und ich starte das jetzt. Vorhang auf für großes Kino. Jedem großen Fortschritt geht meist ein radikales Umdenken voraus. Nur so können Ziele erreicht werden, die vorher undenkbar waren. Mit den neuen HST-Kompressoren beweist BOGE einmal mehr seinen unermüdlichen Pioniergeist. Tatsächlich erzielt diese innovative Baureihe so einschneidende Verbesserungen, dass
Es beginnt damit, dass die Anzahl der Bauteile gegenüber herkömmlichen ölfreien Kompressoren drastisch reduziert wurde. Das macht die Maschinen wesentlich kleiner und leichter. Auch in puncto Langlebigkeit setzt die BOGE HST-Technologie Zeichen, denn was nicht verbaut wird, kann auch nicht verschleißen. So gibt es nur ein bewegliches Teil pro Antriebsmotor, deutlich weniger Lager und weder Ölsystem noch Getriebe. Der Antrieb erfolgt durch einen Permanentmagnetmotor, der kein Getriebe benötigt und sich durch eine sehr hohe Energiedichte auszeichnet. Schon der Verzicht auf ein Getriebe kommt einem Quantensprung gleich, doch bei BOGE immer noch einen entscheidenden Schritt weiter. Im Unterschied zum Wettbewerb ist es bei der HST-Baureihe erstmalig gelungen, die Motorwelle des Permanentmagnetmotors ausschließlich mit Luft zu lagern. Diese innovative Lagerung ermöglicht einen nahezu verschleißfreien Betrieb und garantiert absolute Ölfreiheit, nicht nur für das Endprodukt, sondern für das gesamte System. Der Permanentmagnetmotor treibt einen Impeller an, der gemeinsam mit dem Diffusor und dem Spiralgehäuse die Druckluft erzeugt. BOGE HST Kompressoren nutzen die Ansaugluft zur Motorkühlung. Mithilfe des Unterdrucks der ersten Verdichterstufe wird die Luft über die Motoren axial angesaugt und zum Impeller geleitet. Ein Lüftermotor, den herkömmliche Kompressoren benötigen, wird dadurch überflüssig. Das intelligente Kühlsystem garantiert einen höchst effizienten Verdichtungsprozess. So wird die zu verdichtende Luft vor jeder Verdichtung und vor dem Austritt aus dem Kompressor jeweils optimal gekühlt. Für eine ideale Spezifik kann je nach Umgebungsbedingungen ein zusätzlicher Luftstrom eingesteuert werden. Dank integrierten Frequenzumrichtern kann der Volumenstrom ganz einfach an den tatsächlichen Bedarf angepasst werden. Mit den optionalen Maßnahmen zur Wärmerückgewinnung, etwa für Prozesswasser, Kälteanlagen oder Heizsysteme, lässt sich die Energieeffizienz nachhaltig erhöhen. Mit den neuen High-Speed-Turbokompressoren hat BOGE bewiesen, dass beim Thema Effizienzmaximierung noch Luft nach oben ist. Ob als Grundlast- oder Spitzlastmaschinen, die neuen High-Speed-Turbokompressoren bieten die einzig richtige Antwort auf den erhöhten Kostendruck. Dank hocheffizienter Verdichtung und minimalen Energieverbrauch erfüllen sie auch ambitionierte Einsparziele mit Leichtigkeit. Driven to change the established. Ja, driven to change the established, das ist der Leitgedanke dieses Produkts und des Auftretens bei BOGE bei dieser Messe. Und haben wir Ihnen zu viel versprochen? Ich denke, nein. Ich schaue in leuchtende Augen. Das ist eine Technologie, die offensichtlich begeistert. Nicht nur uns, sondern auch Sie. Und Herr Mehr hat das eingangs schon gesagt, auch unsere Kunden. Ich glaube, es hat sich gelohnt, dass Sie heute hier waren. Und wenn es Fragen gibt, würden wir Ihnen die jetzt gerne noch beantworten. Ist jemand, hat spontan vielleicht eine Fragestellung? Haben wir die Herren hier, die das noch beantworten können? Da gibt es schon eine Frage. Die Frage war nach den Temperaturbereichen, oder? Einen Moment. Ja, das habe ich verstanden. Vom Temperaturbereich haben wir hier den Vorteil, dass wir eine Wasserkühlung verwenden. Das heißt, wir sind nicht so abhängig von der Umgebungstemperatur. Insofern sind Umgebungstemperaturen von bis
50 Grad kein Problem. Wassertemperaturen dürfen natürlich nicht deutlich höher sein, aber wir haben erfolgreiche Tests gemacht mit Wassereintrittstemperaturen von über 35 Grad. Sollte aber nicht die Regel sein. Lutz? Im Ex-Bereich, dafür sind die Kompressoren aktuell noch nicht verfügbar. Lutz, ganz nah ranhalten. Okay, die nächste Frage. Sie haben ja mit 30% Einsparpotenzial eine ganz schöne Vorgabe gemacht. Mit welchen Applikationen wollen Sie denn zuerst gucken, diese Marktteile zu gewinnen? Wo sehen Sie als erstes die Chancen? Ich vermute mal, dass Sie überall hin wollen, aber wo sehen Sie die ersten? Ja, unseren Zielmarkt sehen wir im ölfreien Segment. Also im direkten Wettbewerb mit ölfreien Schraubenkompressoren zunächst. Und wenn Sie jetzt die Energieeinsparung ansprechen, punkten wir da vor allem mit Effizienz im Lastlauf. Durch die dreistufige Verdichtung haben wir eine bessere Ausgangssituation und einen deutlich signifikant geringeren Leerlaufleistungsbedarf, eben auch bei schwankenden Druckluftbedarfen von unter 2%, im Gegensatz zu einer ölfreien Schraube, die, wenn sie nicht frequenzgeregelt ist, sicherlich 30% hat. Ein weiterer Anteil bei Lifecycle-Cost ist natürlich auch die Wartung. Da wir hier nur noch 2 bewegliche Teile haben, keinen Ölwechsel machen müssen, auch keine Verschleißteile, die Getriebe und so weiter haben. Bei ölfreien Schraubenkompressoren haben wir in der Regel immer noch ein Getriebe, was ölgeschmiert ist. Sparen wir auch da an Wartungskosten immens ein. Lutz. Warum stellen Sie nur im Wettbewerb zu ölfrei? Ich hatte Ihnen gesagt, das ist unser erster Wettbewerb. Wir sind im Preissegment sind wir sogar darunter. Insofern ist der Wettbewerb der ölgeschmierten Schrauben durchaus auch da. Vor allem, wo Kunden da vielleicht auch noch eine Aufbereitung dahinter sehen. Sie wollen nicht die hohen Kosten für ölfreie Schrauben haben, aber investieren dann irgendwie in Katalysatoren oder aufwendige Ölentfernung. Da sind wir bereits wettbewerbsfähig. Also wenn man das Gesamtpackage betrachtet, ein ölgeschmierter Schraubenkompressor mit aufwendiger Aufbereitung und Ölentfernung oder Katalysation sind wir auch da bereits voll im Wettbewerb damit. Vollkommen richtig. Bedenken, dass wir mittelfristig auch aufgrund der Stückzahlen auch mit dem ganz normalen ölgeschmierten Schraubenkompressoren-Segment direkt im Wettbewerb stehen. Vorne, Das ist tatsächlich eine gute Frage, da sind wir selbst noch im Überlegen. Tatsächlich ist es so, dass diese Technologie aktuell als wassergekühlte Variante zur Verfügung steht. Insofern wird es zumindest mittelfristig bei luftgekühlten Anwendungen immer noch ölfreie Schraubenkompressoren bei uns im Angebot geben. Wie Sie sehen, ist auch das Leistungsspektrum in seiner Variantenvielfalt noch eingeschränkt. Wir stellen 3 Varianten vor. Bei ölfreien Maschinen ist unser Produktportfolio doch etwas größer, sodass wir auch mehr Optionen und mehr Varianten abbilden können. Deswegen wäre es jetzt fatal, wenn das Produktportfolio einfach über den Haufen werfen würde. Okay, so wie es. Gibt es noch eine Nachfrage? Dann im zweistelligen Prozentbereich, würde ich jetzt sagen. Die Anschaffungskosten liegen im zweistelligen Prozentbereich darunter. Ich komme zurück auf meine Bemerkung, dass wir uns auf das Wesentliche konzentriert haben. Das schlägt sich auch in den Kosten wieder. okay. Das merken wir jetzt schon an Ihren Fragen. Das ist eine Technologie, die offensichtlich inspiriert. Und wir gehen auch davon aus, dass wir hier einen Game Changer haben, so wie man das sportlich formuliert. Wir möchten Sie jetzt einladen, unsere HST-Technologien kennenzulernen. Herr Bold hatte schon erwähnt, dass
wir den Optimus auf der Ecke des Standes dort drüben starten werden, per iPad in diesem Fall. Wir haben die zentralen Features auch nochmal anders erlebbar gemacht. Das Thema Lautstärke können Sie an der Sounddusche erfahren. Dort erleben Sie diese Technologie im Vergleich zu ölfreien Schraubenkompressoren. Sie sollten das auf jeden Fall mal mitmachen. Sie können auch den Kompressor von innen kennenlernen und sich auf eine Reise mit einer Oculus 3D-Brille begeben durch den Kompressor. Sie werden geschrumpft zu einem Luftmolekül und reisen durch die Maschine in einer rasanten Achterbahnfahrt. Kann ich Ihnen nur empfehlen. Und wir haben auch eine Position vorbereitet, wo Sie den Größenvergleich direkt erfahren können im Vergleich zu einem ölfreien Schraubenkompressor. Das erkennen Sie an so kleinen Ecken, die im Fußboden eingearbeitet sind. Wir werden Sie auch gerne darauf hinweisen. Und es gibt jetzt auch die Möglichkeit, Fotos zu machen am Optimus mit dem Team. Bitte nehmen Sie das gerne in Anspruch. Wir freuen uns, dass Sie heute bei uns waren. Wir wünschen Ihnen noch einen weiteren angenehmen Aufenthalt auf der Hannover Messe. Was die Comeback-Halle anbelangt, werden Sie heute die maßgebliche Technologie hier kennengelernt haben. Da werden Sie wahrscheinlich nichts Überraschendes woanders noch entdecken, was Ihnen einen höheren Informationswert hat als dieses. Wir wünschen Ihnen anschließend gute Heimfahrt und auf Wiedersehen.